Hallo. In diesem Video geht es durch den Südwesten Albaniens mal wieder in heikle Situationen mit dem Nüsschen, bevor wir dann nach Korfu in Griechenland übersetzen und einen traumhaften Strand besuchen. Wir sind hier übrigens in Gyrokaster und man merkt langsam, dass man näher an Griechenland rankommt, einfach anhand der Speisen, die so im Supermarkt zu kaufen sind. Ich freue mich langsam auf griechische Küche. Gyrokaster oder auch die Stadt der Steine, Geburtsort von Enver Hoxha und auch wichtigstes kulturelles Zentrum des südlichen Albaniens, ist auch geprägt durch die sogenannte Balkanarchitektur. Ähnliche Städte sind zum Beispiel Berat, Ohrid oder auch Metsovo in Nordwestgriechenland. Was machen wir? Ist es kalt? Ist es windig? Es ist so kalt. Draußen ist es kalt und jetzt haben wir hier einen Platz gefunden mit Kamin. Mega gut. Ich glaube, albanischer Telenovela. Super, ich bin die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm. Genug der Kälte, genug des Berglandes. Uns zog es jetzt Richtung Küste. Wir wollten Sonne tanken und hofften auf etwas wärmere und mildere Temperaturen. Das ist ein richtig touristisch rausgeputzter Ferienort hier. Ich habe auch gelesen, dass die Einheimischen hier super gerne zum Baden hinfahren im Sommer und Urlaub machen. Ja, es sieht ganz nett aus, als ob viel los wäre im Sommer. Zum Glück jetzt gerade nicht. Der Logara-Pass ist eine der schönsten Strecken Albaniens. Der Gebirgspass ist 1027 Meter hoch und wenn man nicht auf eine kleine Seitenstraße abbiegt, dann fährt man auf einer sehr gut ausgebauten, wunderschönen, kurvigen Straße nach unten. Herzlich willkommen auf 1000 Metern. Netter Bunker. Ganz, ganz freundlich. So, und hier soll es zu einem Overlander-Platz gehen. Da stand, dass das machbar sei mit Two-Wheel Drive. Cool. Das ist halt ganz schön vereist, ne? Da vorne ist Sonne, vielleicht ist da weniger Eis. Und das ist Meer. Boah, geht das hier steil runter? Ja, leck mich am Arsch, nicht runter, gucken nur auf die Straße. Oh Gott. Direkt wieder zurück hier. Und es ist schon wieder soweit. Ich kann nicht atmen. Streckenweise. Steil hier. Ich halte mein iPhone ganz gerade. Wahnsinn. Naja, einen Bunker haben wir auch hier. Aber ultra ausgewaschen und Flo, der kleine Abenteurer, versucht es tatsächlich. Oh, er steigt aus. Wir sind ein Stück vorgelaufen und haben uns jetzt entschieden, das da vorne nicht zu machen. Nee, mir ist das zu steil. Also von der Bodenfreiheit geht's, aber das nimmt schon wieder so viel das Material im Anspruch, das ist mir zu steil. Ja. Und wenn ich hier einen Fehler mache, dann kullern wir hier den ganzen Hang runter. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Veröffentlichen wir kein Video mehr. Ja, das wäre natürlich der einzige Grund, weshalb wir es nicht machen. Das da hinten, Das ist auch so.
Korfu, oder? Das ist Korfu. Ist das Korfu? Wunderbar. Gerade noch rechtzeitig zum Sonnenuntergang. Prost. Waschtag. Heute wird Haare gewaschen am Beach. Schön mit Quellwasser Und Ökoseife. und Ökoseife. Gleich bin ich dran. Pferde. Und viele kleine Pferdis. Wir machen heute auch Beach Day. Flo, du bist ja ganz rot. Die Sonne geht gerade unter. Richtig schön. Ach so. Da ist der Ausdruck Feuerball goldrichtig. Unsere letzten Kilometer in Albanien vorerst kommen bestimmt wieder. Ja, hier unten ist schon richtig Griechenland-Vorgeschmack, ne? Coole Beach, also Beachbars im Sommer, Badestrände. Ihr seht hier, wir sind in Xamil. Und sieht hier so richtig nach einem fancy, coolen Badeort aus. Jetzt ist natürlich nichts los, keiner im Wasser. Aber du kannst hier frei stehen. Ja, und richtig türkises Wasser, tolle Strände im Sommer. Wir hoffen, dass in Griechenland nicht mehr so wilde Kabelführungen über die Straßen sind. Und teilweise ist das so niedrig, dass wir Angst haben, mal ein ganzes Dorf Lahmzulegen. abzuschlagen. Blackout, weil Nüsschen mit dem Surfboard hängen geblieben ist. Herzlich willkommen in Butrint. Butrint, eine alte Ancient Town, die sich verändert hat. 3. Jahrhundert vor, 2. Jahrhundert nach. Da war so richtig aufgeblüht, hier auch damit Stadt. Dann ging Stadt kaputt. Dann im Mittelalter gar nichts mehr hier drüben. Und bei den Veneziern Wald. In Butrint hinterließen zahlreiche Kulturen ihre Spuren. So gab es eine römische Zeit, eine griechische Zeit, eine venezianische Zeit, als auch eine osmanisch geprägte Zeit. Butrint gilt wohl als zweites Troja, wurde dem Vorbild Trojas baulich nachempfunden. Gelegen ist Butrint in so einer Halbinsellage. Von 3 Seiten eingeschlossen von Wasser und von der einen Seite ist ein Berg, also eigentlich strategisch wohl ganz gut gelegen. Und hier geht es in Richtung Entertainment und Amphitheater. Hallo, hörst du mich? Das ist schon eine Akustik hier. Da ist Backstage. Wenn ich hier stehe, habe ich eine krasses Wiederhallen. Springtime! Sing weiter. Nee, nein, nicht. Also jetzt hättest du eine Monitorbox vor dir. Ich weiß nicht, wie es jetzt da oben ist, mein Klang. So ein bisschen hallig, aber... Ja, du musst komm noch mal hier runter. I'm coming to you. Warum sind hier Löcher drin? War das eine Pinkelvorrichtung? Das ist ein Getränkehalter. Ach so, ja, oder man setzt sich hier hin. Ja, genau. Und dann- Und pinkelt dem anderen in den Rücken. Anstatt wie heutzutage normal ins Dings zu gehen. So, jetzt dreh dich mal um. Hörst du das hier? Ja, krass. Das ist ganz anders gleich hier von der Akustik, dass du so ein sehr trockenes, kurzzeitiges Echo hast. Aber so kannst du dich gut hören, selber. Schon gut. Auf diesen Steinen haben sich wohl die Sklaven verewigt, die beim Bau des Amphitheaters beteiligt waren. Das ist der Wellnessbereich. Da hinten wurde Feuer gemacht. Und dann war hier Wasser drin, das wurde aufgewärmt. War wie Fußbodenheizung. Und hier kann man dann schön im Heißen sitzen und die Wärme genießen.
Die haben damals auch schon Cola getrunken. Das sind ganz viele Dosen. Ist ein bisschen wie so eine Dschungelstadt hier so, ne? Total abgefahren. Es ist so schön warm. Springtime. Jason, please finish this song. For ein bisschen Winter for all the others. Expectations versus reality. Zum Schutz befindet sich das Mosaik unter diesen Kieselsteinen. Nur alle paar Jahre wird es aufgedeckt. Ja. Ab dem 5. Jahrhundert kam auch das Christentum hier auf und Butrint bekam einen eigenen Bischof. Die große Basilika wurde im 6. Jahrhundert zusammen mit einem Baptisterium erbaut. Frühes christliches Zeugnis hier. Was sehen wir hier, Flo? It's a lion's gate, so this is a lion. This is the head of a bull. And the lion is devouring the head of the bull. Mhm. And that's why it's called Lion's Gate. Mhm. Okay, cool. Dann brauche ich ja keine englischen Subtitles mehr machen. Es ist schon beeindruckend, durch diese alten Ruinen zu laufen, die von der Natur zurückerobert werden. Gerade jetzt in der Off-Season kann man diesen Ort wunderbar für sich alleine erkunden. Hier fahren wir jetzt mit der Fähre rüber. Die handbetriebene, aus alten Metallteilen zusammengesetzte Autofähre ist definitiv ein Erlebnis. Hier passen gleichzeitig nur 2 Autos und ein Motorrad drauf. Und? Wir dürfen leider nicht einreisen, müssen für immer in Albanien bleiben. Ja, du das ganze lüften und so. Gerne. Was denn? Ich überlege gerade, ob ich kurz, wir sind in Griechenland oder jetzt in Griechenland und fahren gleich mit der Fähre darüber. Das ist Korfu. Nee? So, mach wie du willst. Toll. Sonnige Grüße aus Griechenland. Wir standen die erste Nacht hier in so einer kleinen Bucht direkt bei der Grenze und fahren jetzt gleich zur Fähre, denn es geht rüber nach Korfu, schon in Sichtweite. Gell, Florian? Mhm. Für die Überfahrt nach Korfu haben wir uns für die Fähre von Igoumenitsa nach Lefkimi entschieden. Die ist nicht nur kürzer als nach Korfu Stadt, sondern auch günstiger. Online gibt es übrigens nochmal extra Rabatt. Lilly, wo fahren wir hin? Kreta. Wo fahren wir hin? Kreta. Lilly, wo fahren wir hin? Nach Korfu. Super. Ja. Wer den fürs Gesicht sehen soll. Von Lefkimi aus, was ganz im Süden liegt, kann man wunderbar eine Rundtour über die ganze Insel starten. Das machen wir selten, im Dunkeln am Platz ankommen. Aber mit der Fähre ging das halt nicht anders. Und Flo freut sich sehr über seine in Deutschland eventuell nicht erlaubten LED-Glühbirnen, die er eingebaut hat. Taghell. Seht ihr das? Taghell. Er meint, jetzt fehlt nur noch oben eine LED-Bar. Schöne Leitbahn, ja. So eine Leitbar. Finde ich ja nicht, aber... Lilly, what do we do now? Was machen wir jetzt? Sorry. Wir können endlich die griechische Flagge anbringen. So ungefähr. Hm? Ja, ein bisschen schief geworden, als Ja. hätte ich das gemacht. Du musst ja authentisch bleiben, ne? Es wächst. Flo, wir brauchen doch bestimmt bald neues Getriebe. Wie wär's damit? Meinst du, es passt? Ja.
Sieht doch noch gut aus. Gut aus. Kann man doch nehmen. Herrlich. Moin Moin aus Rügen. Wir sind gerade vom Ostseebad Binz hierher rübergefahren, nachdem wir auf dem Dars und auf dem Zings unterwegs waren und mit der Reuse uns noch ein paar Fische reingezogen haben und die geräuchert haben. Und nun sind wir nach Rügen rüber gemacht und stehen hier an den Klippen, die Caspar David Friedrich schon so schön gemalt hat. Damals. Tschüss! Es ist wirklich traumhaft schön. Wir verfluchen manchmal die Off-Season. Wir sind ja wirklich im tiefsten Winter hier unterwegs in den eigentlichen Sommerregionen. Aber wenn man dann so ganz alleine an so einem unglaublich schönen Strand ist, dann genießt man die Off-Season doch wieder sehr. Und da macht es einem auch wenig aus, dass man vielleicht die ein oder andere Jacke oder Pulli mehr anziehen muss als normal oder dass das Wasser einfach ein bisschen kälter ist. Okay. Wir gehen jetzt in die Dünen und suchen Flo Pinguine. Flo sagt den ganzen Tag schon Pinguine, wir meinen Flamingos. Mal schauen, ob wir die finden. Nüsschen in the wild. Bisschen versus Wild. Flo schaut aus, als hätte er so ein Schwänzchen da hinten. Nein, es ist natürlich nur das Stativ. Wir wollten jetzt eigentlich an das Ufer, um die Flamingos versuchen einzufangen, aber das ist alles dicht bewachsen von Vegetation. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Aua, das schneidet ganz schön. Pieksiges Gras, schlammig, also schon so ein bisschen so eine mangrovige Situation da drin. Mangrovig, naja. Au, wieso pieksen die denn so? Ja, die tun weh, ne? So, lass uns oben rumgehen. Richtig spitz. Ja. Wir gehen jetzt etwas im Inland durch den Sand durch und versuchen weiter hinten an den See heranzukommen. Schauen wir mal. Jo. Wir meandern durch die Dünen. Lustwandeln. Lustwandeln. Oh, guck mal. Oh. Bestimmt ein Raubtier. Ja, ganz frisch. Man sieht hier richtig die Klauen. Ich glaube, es handelt sich hierbei um einen kleinen Bären. Waschbär. Waschbär.
schöne sehen würde. Sieht ein bisschen aus wie der australische Busch hier auch. Hast du das schon mal? Nö. Aber so stelle ich ihn mir vor. Easy. Ich liebe dieses Moos hier. Schau mal, wie schön das ist. Es ist der 14. Februar und es ist schon richtig warm. Sobald keine Luft geht, kann hier herrlich mit dem T-Shirt rumlaufen. Die wachsen einfach im Sand. Und Sandblumen. Boah, ist mir fein. Das ist so ein wahnsinnig schönes Gebiet hier. Abgefahren. Jetzt haben wir uns aus dem Wald so ein bisschen raus bewegt. Der Wald befindet sich jetzt hier unterhalb. Der Dünenwald. Und jetzt kommen wir gleich in so ein richtig großes Dünengebiet. Und dann hoffentlich bald auch zu einer Möglichkeit, wie wir die Flamingos da fotografieren können. Ich weiß keine Ahnung, ob man so weit auf dem iPhone sieht. Nee, das sieht man nicht so. Lagune, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, auf Korfu ist wirklich ein wahnsinnig schönes Naturschutzgebiet. Flora- und Faunatechnisch gibt es hier einiges zu bieten. Auf insgesamt 6000 Hektar gibt es einen Zedernwald, es gibt Sanddünen, Orchideenarten, außerdem sau viele Vögel. Wir haben jetzt nur nach den Flamingos geguckt, aber es gibt auch Kormorane, Silberreiher, Flamingos, die habe ich schon aufgezählt, Pfeifenten und dann nicht nur die gefiederten Freunde, sondern auch die griechische Landschildkröte, die europäische Sumpfschildkröte und wer kennt sie nicht, die Bachschildkröten, Zebra-Kerpflinge und Valencia-Kerpflinge. Vielen Dank Wikipedia für diese ganzen Infos. Na Flo, was hast du gerade gemacht? Krone. Ein wunderschönes Gebiet hier. Mit den Flamingos waren wir ein bisschen unerfolgreich. Wir sind nicht ans Ufer gekommen. Die Vegetation da an diesem Binnensee war einfach zu dicht und dann waren es am Ende die letzten 10 Meter meistens so Binsengestrüpp und super lehmig, schlammig. Ja, und die wir gesehen haben, die waren noch ganz schön weit weg. Die sind hier und da schon recht nah reingekommen, ans Ufer. Aber die Vögel waren dann immer noch mega weit weg. Die waren weit weg. Zu weit fürs Teleobjektiv. Also insofern unsere Fotosafari, was unser Ziel der Flamingos anging, hat nicht geklappt. Dafür ist die Wanderung hier einfach durch dieses Dünengebiet der Hammer. Du hast Wald, du hast Moos, du hast Gras, du hast Sand, Blumen. Es ist einfach echt schön. Aber was auch krass ist, dass überall so Autospuren sind. Das heißt, hier flitzt der ein oder andere Offroader dann auch einfach mal Kachel so mitten durchs Naturgebiet, obwohl eigentlich vorne ein riesiges Schild ist, dass man hier nicht fahren soll. Das waren unsere letzten Tage in Albanien und unsere ersten in Griechenland. Wie es bei uns weitergeht, erfahrt ihr natürlich hier auf unserem kleinen YouTube-Kanal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns wahnsinnig über euren Zuspruch und Küsschen aufs Nüsschen! Yay!